hat uns im Russischen unterrichtet und das war auch ein ganz strenger. Denn damals gab es ja noch Prügel in der Schule. Da wurde nicht gefackelt. Da tanzte der Rohrstock, Hände vorzeigen und dann wurde die Hände geschlagen. Oder der Russischlehrer, der hat zum Beispiel immer die Haare über dem Ohr zusammengedreht und dich dann hochgezogen. Ja? Und dann noch solche Episoden, wenn wir als Jungs irgendwas angerichtet haben, im Dorf irgendwie Dummheiten gemacht, dann wurde das den Lehrer gesagt. Und am nächsten Tag in der Schule hieß es dann, Chris, Otto, Ander, Paul, vortreten. Und was habt ihr gemacht? Und dann gab es welche mit dem Rohrstock. Also ich bin am 3.5.40 geboren. Meine Eltern waren Mittelbauern, also mittlere Landwirtschaft. Keine Großbauern, sondern schon, aber auch nicht Kleinbauern, sondern so wie das so auf dem Dorf war. Mein Vater wurde dann eingezogen. Der ging ja dann praktisch zur Wehrmacht. Und hat praktisch während des Weltkrieges in Norwegen wurde er stationiert, in Kirkenes. Er war Flagoffizier und dort war er tätig. Ich selber bin also bei der Mutter und hauptsächlich bei den Großeltern aufgewachsen. Mein Großvater hat sich sehr um mich gekümmert. Mein Großvater war ein richtiger Preuße. Er hatte gedient im Garderegiment Nummer 2 der Königin Elisabeth und so war auch sein Auftreten. Immer korrekt und ordentlich, Zeit einhalten. So wurde ich von meinem Großvater erzogen. Wir hatten auch ein gutes Verhältnis. Das war eigentlich recht ordentlich. Und ansonsten kann ich mich dort nicht mehr viel erinnern. An eine Szene erinnere ich mich, 1945, als Magdeburg bombardiert wurde. Da hat er mit mir an einer Sandgrube gestanden und der Nachthimmel war völlig rot erleuchtet. Man hat also richtig auch noch gesehen, was da los war. Über uns flogen die britischen Bomber drüber weg und bombardierten Magdeburg. Und das war für mich ein ganz bleibendes Erlebnis. Was ich noch weiß, zum Beispiel haben bei uns im Dorf auch viele Kriegsgefangene gearbeitet, bei den Bauern oder französische, die einfach, viele Franzosen waren dort, die dort gearbeitet haben. Und da wurde die Straße gepflastert. Und da hat mein Großvater zu mir gesagt, sag mal zu den französischen Arbeitern, Heil Hitler. Und da hat er gesagt, auch du, mein Sohn, wirst nicht mehr lange Heil Hitler sagen. Mein Großvater hat ein bisschen geguckt, aber sagt nicht, alles gut. Ja. Ja, und dann bin ich dort aus der Schule gekommen, 1946 eingeschult. Und wir waren, die Schule wurde eingerichtet im Gutshaus vom Grundbesitzer in Brumby, war ein großer Gutshof. Und in der Villa haben sie die Schule eingerichtet. Sonst gab es nur noch eine kleine Dorfschule, wo nur 2 Klassen unterrichtet wurden, die erste und zweite. Und das andere ging das alles bis zur 8. Klasse in diese Villa dort zur Schule. Und meine Klassenlehrerin in der 1. Klasse war eine ganz strenge. Die war Führer beim Bund Deutscher Mädchen, oder wie das, so gab es ja da. Und dementsprechend war auch die Ordnung in der Schule bei ihr. Aufstehen, hinsetzen und wurde geübt und alles sowas gemacht. Aber die wurde dann später entlassen und hat dann nicht mehr als Lehrerin gearbeitet. Und dann habe ich im Russischunterricht hatten wir einen Russischlehrer. Das war der kam aus der Kriegsgefangenschaft, aus der russischen Kriegsgefangenschaft. Und
hat uns im Russischen unterrichtet und das war auch ein ganz strenger. Denn damals gab es ja noch Prügel in der Schule. Da wurde nicht gefackelt. Da tanzte der Rohrstock, Hände vorzeigen und dann wurde die Hände geschlagen. Oder der Russischlehrer, der hat zum Beispiel immer die Haare über dem Ohr zusammengedreht und dich dann hochgezogen. Ja? Und dann noch solche Episoden, wenn wir als Jungs irgendwas angerichtet haben, im Dorf irgendwie Dummheiten gemacht, dann wurde das den Lehrer gesagt. Und am nächsten Tag in der Schule hieß es dann, Chris, Otto, Ander, Paul, vortreten. Und was habt ihr gemacht? Und dann gab es welche mit dem Rohrstock. Das war, ja. Ja, und dann praktisch von der Schule habe ich eigentlich nicht viel mitbekommen, weil wir in der Landwirtschaft, ich musste als Junge auch dann schon immer mit aufs Feld. Auch. Und dann auch später, dann, als ich so 10, 12 war, früh um 5 aufstehen, Pferde mit Füttern und sowas alles gemacht. Und alles, was auf dem Bauernhof anfiel, musste man geholfen werden. Und dann zur Schule war man schon kaputt. War müde. Und wenn man aus der Schule kam, musste ich dann mit dem Fahrrad wieder aufs Feld fahren, wo gearbeitet wurde und dort mithelfen, oder Pferde führen oder andere Dinge dergleichen, die so anfallen. Und mein Vater war auch sehr streng. Da gab es gleich welche mit der Peitsche, wenn was nicht geklappt hatte. Und ja, so entwickelte sich das. Und dann habe ich noch in Erinnerung, am 17. Juni 1953, da wurde in Kalbe an der Saale gab es ein Niederschachtofenwerk und da haben viele auch gearbeitet hier aus dem Dorf. Und die haben dann abends Krawall gemacht vor dem Gemeindehaus und so weiter. Und da spulte sich das richtig auf. Und da kam die kasernierte Volkspolizei, das war praktisch die Vorstufe der NVA. Und die kamen mit Karabiner an und da ein Bauer hat dann denen die Karabiner weggenommen, Verschluss aufgemacht und gesagt, wir haben ja gar keine Munition, da kann ja gar nichts passieren. Und dafür haben sie 7 Jahre eingesperrt. Wie ging es dann sozusagen danach für dich weiter, ab 53 die Schulzeit endete? Ja, ich wollte eigentlich was werden, aber Vater hat gesagt, wir haben Landwirtschaft, du bleibst hier, du übernimmst den Hof. Und mein Bruder, der ist 8 Jahre älter, der ist aber vorher schon weggegangen, der hat richtig Landwirtschaft studiert. Der war in Meißen an der Landwirtschaftlichen Hochschule und ich sollte den Hof übernehmen. Und dann, naja, wie das eben so ist auf dem Dorf, da wurde nicht lange gefackelt, bleibst hier, fertig. Ja, machst du. Wir hatten Pferde, Traktor, Kühe, Schweine, alles ein richtiger großer. Heute würde man sagen, fast ein Biobetrieb. Es wurde ja alles, was wieder verwendet. Der Kuhmist und Pferdemist kam aufs Feld. Ja. Und es wurde auch kaum irgendwelche Pestizide eingesetzt. Das war also noch richtig gute Landwirtschaft, so kann man das sagen. Und dann, mir gefiel das eigentlich nicht so richtig, ich wollte was anderes, aber was. Und durch meinen Großvater, der hat viel von der preußischen Armee erzählt, wie das da war, dass da Ordnung herrschte. Und dann habe ich gedacht, nee, das macht sie nicht mehr mit. Und dann kam es zur Auseinandersetzung mit meinem Vater im Feld. Ich hatte die Pferde irgendwie nicht richtig geführt oder was so war. Wir hatten Getreide geeckt. Wenn das ausgesät wird, musste das ja wieder geeckt werden mit den Pferden. Und die Pferde spielten da verrückt. Und da hat er mich mit der Peitsche geschlagen, da war ich 17. Da habe ich die Leine dort fallen lassen und habe ihn mit seinen Pferden stehen gelassen, bin von Acker gegangen, nach Hause, habe mir einen Koffer gepackt, habe ein paar von meinem Großvater mir ein Taschengeld
geben lassen, was er so hatte. Habe ihm aber nichts gesagt, ich darf mir was besorgen. Und bin dann zu meinem Bruder nach Salzwedel gefahren. Der war da schon Agronom auf dem Volksgut in Salzwedel. Ja, und dann habe ich gedacht, was machst du denn jetzt? Tja, dann habe ich gedacht, na, gehst du einfach zur Armee. Wenn Großvater das gesagt hat, dass das da ordentlich ist, dann gehst du dorthin. Habe ich mich auch, da war ja dann schon NVA, da gab es dann auch schon Wehrkreiskommando in Salzwedel, da habe ich mich dann gemeldet. Und die haben dann gesagt, ja, das ist ja schön, wenn Sie das machen wollen, prima, alles in Ordnung. Aber die sind noch 17, das geht noch nicht. Sie müssen noch warten, bis Sie 18 sind. Aber das ging ja dann praktisch, das war im Oktober rum. Und dann aber dachte, im Januar geht das schon. Dann sind sie ja im 18. Lebensjahr und da können wir das machen. Im Januar bin ich dann eingezogen worden und kam nach Potsdam, zum Mottschützenregiment 2. Das war damals noch auf dem Ruinenberg stationiert in Potsdam, eine alte preußische Kaserne. Da war, ich glaube, ein Kavallerieregiment vorher drin. Und da war noch die Pferdestelle und so weiter. Und dort wurden wir untergebracht. In Schlafsälen mit Ofen drin. Wir mussten selber heizen. Und dann gab es noch keine Uniform den ersten 4, 5 Tagen. Da wurde schon in Zivil mit uns trainiert, Stillstehen, Kehrtwendung, das und jenes, was so zum Grundinventar des Militär gehört, in Zivil. Und dann haben wir Uniformen bekommen und sind dann nach Oranienburg verlegt worden zur Grundausbildung.